Endlich ist sie da. Wir haben sie, die neue Säge von Bosch, die neue Top-Säge von Bosch, der Nachfolger der legendären GTS 10 XC. Wir haben hier die GTS 10254 und ich sage dir, das ist ein absolutes Preis-Leistungswunder. Hier hat Bosch eigentlich alles richtig gemacht, was man sich vorstellen kann, und das schauen wir uns heute an, inklusive Absaugtest. Die GTS 10 ist eine Säge, als sie damals auf den Markt kam, hat sie wirklich den Markt auch schon ein bisschen revolutioniert und war über viele Jahre unwahrscheinlich beliebt. Und jetzt ist sie aber in die Jahre gekommen. Man muss wirklich sagen, in den letzten 2, 3, 4 Jahren war es schon so, dass viele von euch gesagt haben, Mensch, Nachfolger wäre doch was Schönes und es sind schon viele neue Technologien auf dem Markt. Und da hat Bosch sich gesagt, okay, jetzt schlagen wir zu, jetzt bringen wir die neue Säge. Die GTS 10254 ist auch wirklich ein großer Wurf und deswegen lasst uns anfangen. Wir schauen uns mal an, was kann sie und was kann sie nicht. Bevor wir in die Details kommen, müssen wir über das Thema Preis sprechen. Wir haben bei beiden, bei der GTS 10 XC einen Preis von 650 €, bei der GTS 10254 haben wir auch einen Preis von 650 €. Das heißt, die Säge ist richtig gut eingepreist im Markt, weil das Gerät von Dewalt zum Beispiel in derselben Größe, derselben Leistungsklasse so in etwa, hat ja auch etwa denselben Preis. Ja, wenn du dich übrigens für das Gerät interessierst oder auch für die GTS 10 XC noch interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du einen aktuellen Preis. Mal gucken, wo die zum Beispiel in einem halben Jahr steht. Mal schauen. Und fangen wir jetzt einfach mal an, und zwar kommen wir zum offensichtlichsten zum offensichtlichen Thema, das ist die Schnitthöhe. Und ich werde heute in diesem Video immer Folgendes machen. Ich werde vor allem die beiden Sägen miteinander vergleichen. Was ist anders zu dieser Säge? Weil ich habe heute schon mehrere Mails auch gesehen, wo Leute gesagt haben, ja, ich habe die GTS 10, cool, aber ich überlege, zu der Säge hier umzusteigen, denn ich finde, die ist ein echter Preis-Leistungsbrecher. So, jetzt aber Thema Schnitthöhe. Wir haben hier Folgendes. An der Stelle haben wir eine Schnitthöhe von 10 cm. Also hier haben wir volle 10 cm, die wir nutzen können. Richtig genial. Bei der alten haben wir hier nur eine Schnitthöhe gehabt von 79 mm, sagen wir mal rund 80 mm, also 8 cm. Das ist schon richtig cool. Sieht man übrigens auch, wenn man jetzt hier so schräg reingucken würde, ihr könnt es jetzt nicht sehen, sieht man, dass die Welle hier deutlich tiefer ist. Die Welle an der Stelle liegt ja quasi fast schon da, wo mein Finger ist. Also ich kann sie ja schon sehen von hier, den Mittelpunkt. Also das haben sie wirklich durch technische Raffinessen, sage ich jetzt mal, so weit hochgesetzt, dass wir 10 cm haben. Aber für euch, schreibt mal gerne in die Kommentare, braucht ihr 10 cm Schnitthöhe und wenn ja, wofür zum Teufel braucht ihr bei einer Tischkreissäge 10 cm Schnitthöhe? Das finde ich nämlich irre, habe ich noch niemals gebraucht, so eine Schnitthöhe bei so einer Säge. Sei es drum. Kommen wir, und denkt dran, wenn ihr was unten kommentiert, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Ja, also immer schön kommentieren, einmal in der Woche bei uns auf die Webseite schauen, ob ihr gewonnen habt, denn wir verlosen ja jede Woche mehrmals Werkzeug, also sei auf jeden Fall dabei. So, jetzt aber das Thema Parallelanschlag, und vielen von euch wird die Säge schon recht bekannt vorkommen von der GTS 70, 216, 250 habe ich vergessen. Aber von der nächst kleineren Version, von der 70er, die nur 70 mm Schnitthöhe hat, die ist eher sehr ähnlich. So, gucken wir hier. Wir haben hier einen Parallelanschlag an der Stelle bei der GTS 10. Und was haben wir hier? Was ist der Unterschied? Wir haben hier hinten nur hier eine Führung. Wir haben dort keine Führung. Seht ihr hier, da ist nichts dran. Deswegen kommt es hier manchmal so zum Wackeldackel. Wollen wir nicht, wollt ihr nicht mehr, wollt Bosch auch nicht mehr. Deswegen haben wir jetzt hier eine Zahnstangenführung. Ihr seht das hier unten. Hier sehen wir auch diesen ein Zahnrad, ja, und hier die Zahnstange. Hier kann ich es hin und her bewegen. Hier an der Stelle haben wir die Zahnstange. Das Ganze haben wir einmal vorne. Hier hinten haben wir auch nochmal die Zahnstange an der Stelle. Hier seht ihr auch, wie schön sich das hier mitbewegt. Und der große Vorteil, den wir haben, es ist schön leicht, schön einfach. Das finde ich schon mal cool, aber wir haben auch dadurch immer die perfekte Parallelität zum Sägeblatt, für die wir hier nicht immer perfekt hatten. Was wir auch perfekt haben, ist eine andere Sache. Was wir hier gar nicht perfekt hatten, ist, wir haben hier ein ganz komisches, hässliches Prisma an der Stelle. Da blenden wir euch mal ein, wie das Ganze aussieht. Bei diesem Prisma ist es so, du musst es perfekt von oben gucken. Wenn du nach rechts und links abgewichen bist, dann machst du immer 1 mm rechts, links daneben. War echt lästig, haben wir hier nicht mehr.
Hier haben wir endlich eine Sache, die ist mega einfach. Wir haben hier so einen kleinen Metallwinkel, der genau anzeigt, wo säge ich jetzt gerade. Sollte ich den mal einstellen müssen, gar kein Problem. Schraube 1 lösen, Schraube 2 lösen, einfach wieder nur einstellen, festmachen, fertig. Pragmatisch, einfach gut, das mag ich. Ja? Mag ich einfach richtig gut gelöst. Wir bleiben noch mal ganz kurz im Anschlag, weil der hat mehrere Funktionen, die richtig gut sind. Nummer 1, Moment, das war so. So ist er jetzt erstmal im normalen Zustand. Das heißt, ich kann den jetzt nehmen, kann jetzt hier nicht ans Sägeblatt dran. Boah, was ein Konstruktionsfehler. Nee, natürlich Quatsch. Ich kann einfach hier lösen, zack, zack, kann den hier ranbringen. So, ihr seht auch, wie leicht das Ganze geht und komme bis ans Sägeblatt ran. Wenn du jetzt sagst, naja, sicherheitstechnisch ist es ja auch so, eigentlich gehört das nach unten. Jetzt können wir aber nicht mehr bis ans Sägeblatt ran. Doch, können wir schon, indem wir den hier einfach nehmen, den hier oben einrasten. So, und jetzt können wir bis ans Sägeblatt ran und können auch damit arbeiten, oder wenn wir kleine, flache Sachen haben. Ich muss sagen, ich arbeite öfter damit, ja, also das ist schon eine coole Sache. So, kommen wir weiter. Was wir natürlich auch machen können, ist jetzt Folgendes. Wir sind jetzt ja hier draußen. Wir können auch hier ganz nach unten das Ganze stellen. Und jetzt haben wir hier eine ebene Fläche. Es ist in dem unteren Einrastpunkt, nicht im oberen. Und jetzt haben wir eine Tischverbreitung. Seht ihr auch hier an der Stelle, ja, seht ihr, Tischverbreitung ist da. Jetzt kann ich also das Ganze nach außen führen. Und da seht ihr eine amtliche Breite, die ordentlich ist. Wir nehmen das einfach mal hier, rechts, links, wieder, seht ihr, zack, zack, rein, fertig. Und jetzt haben wir Folgendes. Wir haben jetzt hier eine Breite von 83,5 cm. Hier hatten wir noch nicht einmal 70. Ja? Das heißt also, hier ist es deutlich weniger. Und übrigens müsst ihr das auch immer so ein bisschen komisch frickelig machen. Wir sehen das jetzt so. Mal gucken. Ja, jetzt geht's. So. Jetzt haben wir hier, das Teil müsst ihr jetzt mal vernachlässigen, wir haben hier die maximale Breite. Das Teil war übrigens dafür da, um auch hier ans Blatt ranzukommen, musstet ihr jedes Mal ran und abfummeln. Ja? Das heißt, hier haben wir hinten Schrauben gehabt, mussten das abmachen, ranmachen und so weiter. Hier einfach nur klack, klack bei der Säge, geht wunderbar. Hier 83,5 cm, hier haben wir satte 67 cm. Ja? Also ist deutlich größer geworden. Wenn wir uns übrigens Folgendes anschauen, wie plan ist sie denn? Die Säge hängt hier etwa 1 mm nach unten. Das aber ganz normal ist im Markt überall dasselbe, weil wir haben ja hier eine Konstruktion, die hier die Schwachstelle hat, dass sie immer anfängt ein bisschen zu kippeln. 1 mm auf die Größe finde ich gar kein Problem. Und außerdem muss man sagen, wenn man hier etwas durchschiebt, ob es jetzt wirklich auf diesen Millimeter ankommt, dass hier der Winkel stimmt, weiß ich nicht. Also ich finde, das passt schon. Und wir bleiben immer noch hier am Winkel, denn wir haben hier noch eine Funktion, und zwar haben wir hier eine Nut. Bei der Nut können wir Folgendes machen, wir können hier ein Featherboard einsetzen. Finde ich ganz cool. Wozu ist ein Featherboard da? Du kannst einfach hier einsetzen, das drückt das Holz nach unten, hält es fest, du kannst es schön durchschieben, wunderbar. Und wir haben noch eine Sache hier an der Stelle, denn hier bei der alten GTS 10 hatten wir den Schiebestock hier unten drin. Der musste da auch immer irgendwie so ein bisschen reingefummelt werden. War aber schon gut gelöst, also allgemein im Markt war das schon eine der besseren Lösungen. Jetzt haben wir den Schiebestock aber nicht mehr dort, sondern haben wir den Schiebestock hier oben verbaut. Ja, das heißt, er ist immer genau da, wo du ihn brauchst, weil wenn du hier arbeitest an deinem Stück, dann sagst du einfach nur, okay, ich ziehe ihn jetzt hier raus, arbeite damit, danach nehme ich ihn wieder hier rein und dann ist er auch schon verstaut. Und du siehst ihn auch immer. Ich finde das eine richtig gute Lösung. Wenn wir jetzt hier schon an unserem Blatt vorhin waren, 100 mm Schnitthöhe, gibt es ja auch noch eine Neuheit. Und zwar, wie kann ich das hier rausnehmen? Also wie kann ich hier, komme ich ans Blatt denn ran? Das mache ich, wenn ich Folgendes mache. Sekunde, ich muss hier mal gucken. Das ist richtig schön hier, dass man das so macht. Wie Karussell. Also, ich habe hier diesen Schlüssel. Und wie war es jetzt bei der GTS 10? Um jetzt hier die Abdeckung abzumachen, musste ich jedes Mal hier vorne mit dem Schraubendreher so rein, musste das hochnehmen und musste hier auch, deswegen ist hier immer auch der Lack ab bei jedem, weil ich musste dann hebeln und ich komme jetzt mit dem Finger hier nicht ran und kann das sogar nicht ordentlich öffnen. Hier gar kein Problem, denn hier mache ich Folgendes. Ich kann ganz einfach hier mit dem Schlüssel, der dabei liegt, einfach die Öffnung hier nach rechts ziehen und jetzt kann ich das hier einfach, war schon offen, kann ich zur Seite nehmen und ich kann es hier einfach rausnehmen. Ja? Also ihr seht, das geht rucki zucki. Um jetzt hier dran Dinge zu verstellen, können wir das hier einfach rausnehmen und kommen hier ran.
Und jetzt seht ihr ja, aber viele wird das interessieren, kann ich das hier nach unten stellen oder nicht? Wichtig ist, ich kann das hier nicht entfernen. Ich kann also nicht abziehen und wegnehmen, sondern ich kann das Ganze nur verstellen. Und hier kann ich es ja, du siehst, einfach jetzt nach oben nehmen. Ich brauche jetzt keinen Schraubendreher, kein gar nichts. Das heißt, ich kann jetzt hier an der Stelle das hier einfach kleiner Hebel nach hinten ziehen. So, und das dann nach unten stellen und fertig. Und schon seht ihr hier aus eurer Position, hoffe ich, oder so, vielleicht ein bisschen besser, dass wir hier das Ganze unterm Sägeblatt stehen haben. Ja? Sodass wir dann hier die Absaugung abnehmen und können jetzt hier anders damit arbeiten. Ich baue es mal gleich wieder zurück, weil die Absaugung sieht einfach ein bisschen eleganter aus, wenn sie auf der richtigen Höhe ist. Und ihr seht jetzt auch gleich mal, wie schön einfach das wieder ranzubringen ist. Einfach hier ran. Nee, das stimmt nicht. Nein. Erst das hier und da seht ihr es nochmal ran und fertig. Das war es dann auch schon. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie einfach das geht. Einfach jetzt hier ran und dann fertig. Also das ist wirklich einfach, das so zu benutzen. Du kannst es natürlich auch oben feststellen, wenn du es mal so brauchst. Du kannst es auch einzeln feststellen. Ich muss sagen, ich weiß, die Kommentare sehe ich immer wieder, das ist doch irgendwie lästig, das ist irgendwie doof und das ist alles, nee, ich nutze es mit und ich mag auch so ein bisschen das Sicherheitsgefühl, dass ich hier nicht einfach reingreifen kann, ja, im Zweifel. Gucken wir erstmal weiter. Wir haben jetzt hier einen vernünftigen Parallelanschlag. Vorher hatten wir ja den. Und da habe ich immer gesagt, der hier ist Kernschrott und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir den jetzt hier uns anschauen, ist es so, erstens, wir haben hier keine großen Einrastpunkte, was der andere nachher hat. 90 Grad können wir machen und ich glaube, irgendeinen Winkel hat er noch. 45 glaube ich und das war es auch schon. Ja? Das konnten wir hier mit dem kleinen Hebel hier einstellen, aber das war's. Wichtig ist aber, hier seht ihr nichts. Ja? Und aufgrund dessen ist es so, dass wenn ich das jetzt hier reinstecke, so, dann werdet ihr was hören. Hört ihr das? Das liegt daran, dass der hier in der Nut, die wir hier haben, ja, sich immer wieder so hin und her bewegen kann. Das heißt, ich kann ihn nicht einstellen auf die Nut perfekt, dass er hier wirklich gerade durchgeht. Das ist eine Sache, das ist ein bisschen lästig, wollen wir nicht, haben wir hier aber schon. Der neue hat genau das. Das heißt, ich habe jetzt hier Exzenterschrauben, das heißt hier 1, 2, 3 und hier unten habe ich noch eine, die es mir Folgendes ermöglicht, nämlich das hier perfekt auf die Nut einzustellen, da wackelt nichts mehr. Du kannst es hier einfach hier mit in Sechskant einfach zack, 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 zack und dann auch nicht zu fest, weil dann kannst du es gar nicht mehr bewegen und dann ist auch schon eingestellt. Apropos eingestellt, was du hier noch machen kannst, du kannst hier das, übrigens hier siehst du auch hier unten, gibt es jede Menge Winkel, die du einstellen kannst, die einfach fest rastern. Zusätzlich haben wir hier auch einen schönen Anschlag mit dabei. Und ich muss hier mal, ja, ist er fest? Nee, so. Eine Sekunde. Oh. So, wir haben auch einen schönen Anschlag hier mit dabei, den wir uns so einstellen können, wie wir es brauchen. Das heißt, ich löse ihn hier einfach, stelle nach rechts und links, so wie ich es gerade brauche. Und dann mache ich ihn wieder fest. Zusätzlich habe ich hier noch einen kleinen Anschlag, den kann ich auch hier abnehmen oder wieder ranmachen, um hier wiederholgenau immer wieder genau denselben Schnitt zu machen. Ist wirklich schön. Jetzt hätte man hier theoretisch eine Skala anbringen können, aber so richtig sinnvoll ist das aus meiner Sicht auch nicht. Aber das ist ein großer Schritt nach vorne, den wir hier haben. Was hat die Säge nicht? Was die Säge hat, ist ganz klar eine Sache, und zwar ist es das hier. Und zwar das hier. Das fehlt. Ja? Also der GTS 10254 fehlt genau das hier, der Schiebeschlitten. Den haben wir hier natürlich mit dabei bei der GTS 10 XC, den wir hier einmal so durchschieben konnten. Ja? Den haben wir dort nicht mehr. Und wo wir auch gerade bei Sachen sind, die wir nicht mehr haben, wir haben auch keine Ablage mehr. Wenn wir uns die Säge hier anschauen, haben wir hier ja hinten diese Ablage gehabt. Die konnten wir in irgendeiner Tiefe auch befestigen, konnten das Material hier durchschieben und dann hier drauf ablegen, sodass es nicht einfach runterfällt nach hinten. Haben wir bei der Säge nicht. Schaut ihr mal, oder schaut mal hier, das können wir nicht mehr machen, sondern wir haben hier nichts zum Rausziehen, hier ist einfach gar nichts. Jetzt muss man aber sagen, die Frage ist, wie benutzt man denn das? Wenn die meisten von euch da draußen, viele von euch, werden das ja nicht auf der Baustelle einsetzen, sondern bei sich zu Hause in der Werkstatt. Wenn ihr in der Werkstatt seid, dann habt ihr ja gar kein Problem, weil dann werdet ihr das Ding irgendwo einbauen. Dann baut ihr es in irgendeinen Tisch mit ein oder.
Oder ihr sagt natürlich, ihr habt einen Rollbock dahinter und so weiter. Das wäre aus meiner Sicht gar kein Problem. Ja? Also das Thema Tischverbreitung ist eher wirklich, wenn du auf der Baustelle bist, wo du nichts anderes hast und dann das Ganze hinten ablegen kannst. Dafür wäre es aus meiner Sicht eine gute Sache. Jetzt kommen wir nochmal, wo wir jetzt viel auch am Sägeblatt waren, eben schon mal zu einer richtig genialen Sache. Da muss man erstmal drauf kommen und da habe ich auch ein bisschen dazu gebraucht. Aber das ist etwas, wo ich sage, voll cool. Nämlich, ihr schaut jetzt mal euch Folgendes an. Das Blatt ist jetzt ganz nach oben gestellt, hier ganz, ganz oben. Jetzt möchte ich das Blatt nach unten fahren und jetzt zähle ich mal mit euch. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Nach 23 Umdrehungen ist das Blatt so, dass es nicht mehr durchguckt. Ich kann es noch einen Tick weiterfahren, ja, aber 23 Umdrehungen brauche ich. Jetzt gucken wir das Ganze mal hier drüben an. Wichtig ist, hier haben wir 8 cm, hier haben wir 10 cm. Wie viel Umdrehungen brauchen wir denn jetzt eigentlich? Wir fahren jetzt auch wieder runter und sagen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nicht mal 11 Umdrehungen. Und was du auch siehst, ist Folgendes. Ich kann das hier mit einem Finger, ja, oder mit 2 Fingern hier ganz, ganz leicht hoch und runter fahren. Es geht trotzdem immer noch sehr leicht hoch und runter. Finde ich genial. Und dieses Rumgekurbel, wenn du es mal ein bisschen oben, mal ein bisschen unten brauchst, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Also das will ich doppelt so schnell. Besetzung ist anders, aber es macht für mich mehr Sinn. Das macht viel mehr Spaß. Wenn wir hier vorne schon sind, sehen wir auch hier ein etwas anderes Bedienkonzept. Wir haben hier das Ganze immer verdeckt. Ja, also wir mussten es nach oben drücken, hier auf An, dann ist es die Säge losgelaufen, dann hier drauf und dann ist es wieder aus. Ist hier ein Tick anders gelöst. Ja, hier haben wir das Ganze, muss das Ganze nach oben stellen, hier an, wenn wir wieder raufdrücken, für aus und so weiter. Ähnlich gelöst. Was wir aber haben, im Gegensatz zum Beispiel zu Dewald, wir haben hier einen Sanftanlauf, der ist gleich mit verbaut, müssen wir nicht nachrüsten, finde ich richtig gut. Hier vorne haben wir noch eine Neuheit und zwar haben wir das Thema Winkelverstellung. Wenn wir an der Säge zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt einen Winkel haben mit weniger als 0 Grad, also minus 1 Grad oder hier, dann ist das theoretisch möglich. Dann müssen wir hier diese Plättchen abschrauben, dann können wir da ein bisschen hintermachen und tun. Das ist extrem fummelig. Hier geht das anders. Hier können wir einfach Folgendes machen. Wir müssen jetzt wirklich nichts mehr tun, außer es lösen. Ja, ich löse das Ganze, dann muss ich diesen kleinen Hebel hier nach vorne ziehen und dann kann ich jetzt sofort hier hinter auf, ich glaube minus 1 Grad wird das wahrscheinlich sein oder minus 2 Grad sogar, kann ich hier hinter und jetzt seht ihr Folgendes, zack, und schon bin ich wieder bei 0 Grad. Das Ganze gilt auch für die andere Seite. Auch hier geht das und ich kann das auch hier machen, indem ich das hier umstelle. Dann hier und dann, mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig. Seht ihr, auch da kann ich dann dahinter und schon bin ich wieder bei 45. Finde ich richtig gut gelöst. Ist genau etwas, wo ich sage, es soll schneller gehen, es soll einfacher sein und nicht so viel zum Hin- und Her zappeln. Aber Hin- und Her zappeln, da kommen wir zum Thema Strom. Beim Thema Strom ist es so, wir haben hier 2100 Watt, wir haben hier 2200 Watt, unterscheidet sich quasi gar nicht, obwohl ich das Gefühl habe, die Säge ist etwas stärker. Apropos stärker, hat ja auch was mit dem Sägeblatt zu tun. Was für ein Blatt haben wir eigentlich mit dabei? Ich glaube, die unterscheiden sich gar nicht so groß, wenn ihr euch das anschaut von der Verzahnung. Wir haben auf jeden Fall kein Expert-Blatt bei beiden Sägen nicht dabei. Also hier haben wir keins dabei, auch hier haben wir das nicht dabei. Da müssten wir aus dem, ihr seht es jetzt hier, da müssten wir jetzt hier aus dem Zubehör was nachkaufen. Eines habe ich ganz vergessen, und zwar, wie groß ist der Tisch denn eigentlich? Denn er ist kleiner geworden. Wenn wir uns jetzt hier das Ganze angucken, haben wir 58,5 cm hier in der Tiefe. Hier haben wir jetzt nur noch 56. Also es ist etwas kürzer geworden, das Ganze. Und jetzt gucken wir uns mal die Länge an. Hier sind wir knapp bei 76 cm. Und hier sind wir jetzt bei, so, muss mal schauen, hier sind wir bei 70 cm, also satte 6 cm kleiner in der Breite. Das ist schon enorm. Ich muss aber sagen, die Größe von dem Tisch hier allgemein finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, das ist auf jeden Fall nicht zu klein, aber auch nicht zu wuchtig. Ja, muss man immer bedenken.
Kommen wir jetzt zu der nächsten Sache und zwar jetzt kommt gleich auch unser Test und zwar unser Absaugtest. Erst einmal, wir haben hier, da fangen wir mal so an, wir haben hier oben einen Absaugpunkt für euch, Nummer 1, ja, hier an der Stelle Nummer 1, unten Nummer 2. Wir haben hier auch einen Adapter, so an der Stelle, den können wir jetzt wunderbar hier auch verstauen. Und wir können jetzt natürlich Folgendes machen, wir können jetzt einfach nur hier unten unseren Sauger anschließen und absaugen, ja, oben gar nicht. Das funktioniert auch. Wie gut das funktioniert im Verhältnis zueinander, kommen wir gleich dazu. Bosch bietet aber Folgendes an, und zwar diesen Adapter, den wir hier haben. Moment, muss ich erstmal auseinanderbauen. Und zwar ist es so, dass wir hier jetzt ein Y-Stück dabei haben. Ja, hier sehen wir das wunderbar. Das stecken wir erstmal hier unten rein. Moment. So. Und einmal hier. Eine Hand hier. So. Das zweite Stück stecken wir hier oben rein. Click und Clean übrigens, was ich richtig gut finde. Das heißt hier oben und unten ein Click und Clean Anschluss. Das kann natürlich schon abgehen, aber das kann hier nicht rausrutschen. Ja? Und hier schließt ihr jetzt bitte euren Sauger einfach an. Und was wir auch noch dabei haben, ist das hier. Und das ist eigentlich das Wichtigste, nämlich der Arm, der dazugehört. Den können wir einfach jetzt hier, also als Beispiel hier anschließen. Einfach hier ran und das war's. Wir können ihn aber auch jederzeit hier anschließen oder wo auch immer. Wir können ihn auch umbauen, das beides hier öffnen, auf die andere Seite schwenken, zusammenbauen, fertig, je nachdem, wie du es brauchst. So, und wenn wir jetzt aber Folgendes machen, wir schließen den Arm jetzt meinetwegen hier an. Dann nehmen wir den Schlauch, tun ihn hier rein, so. Dann ist es so, dass wir jetzt von euch aus gesehen, wir können jetzt hier entlang sägen, ohne dass der Schlauch stört, weil das ist mega ätzend. Ja? Kann einfach durchgeschoben werden, wir können jetzt hier sägen, gar kein Problem. Wir können den Schlauch aber einfach irgendwo hin tun. Wenn wir das jetzt zum Beispiel hier weiter rausziehen, ja, ist auch kein Thema, dann wandert der Schlauch mit. Und das finde ich in Summe ist eine echt geniale Sache. Und ich mache jetzt für euch Folgendes, ich mache jetzt einen Test. Und zwar werde ich Folgendes machen. Ich werde einmal nur mit dem unteren Stück absaugen, ja, das heißt also nur unten ein Sauger und dann werde ich mal Folgendes machen. Wie groß ist eigentlich der Unterschied, wenn ich sogar 2 Sauger anschließe und lohnt sich das? Und dann wissen wir auch, ob der Y-Adapter sich grundsätzlich lohnt. Hier jetzt unsere Erkenntnis und die Frage war ja Option A, B oder C, das heißt Absaugung nur unten, hinten oder Absaugung über 2 Sauger oder Absaugung über das Y-Stück. Und die Erkenntnis ist erstmal folgende. Als wir das mit 2 Saugern gemacht haben, haben wir hier nach 16 Schnitten rund 1 Gramm gehabt. Ja? Und 1 Gramm ist echt zu vernachlässigen. Ihr seht hier wirklich, das hier ist 1 Gramm, das ist quasi gar nichts. Das war alles, was hier wirklich vor der Säge lag. Und ihr könnt mir eine Sache glauben, hinter der Säge liegt gar nichts, unter der Säge liegt überhaupt nichts. Das finde ich richtig erstaunlich, weil es wirklich so gut eingekapselt hier an der Stelle. Das heißt, wir hatten mit 2 Saugern 1 Gramm. Wenn wir jetzt nur einen Sauger angeschlossen haben, hinten, unten, ja, hier oben einfach frei, haben das laufen lassen, dann hatten wir deutlich mehr, dann haben wir so um die 3 Gramm. Das heißt, wenn wir jetzt das mal hochpotenzieren, dann sehen wir schon einen relativ großen Unterschied, wenn wir oben noch einen Sauger mit dran haben oder nicht. Ich selber habe mit dem Y-Adapter schon einige Tests gemacht, die ich aber nicht hier gefilmt habe und da war die Erkenntnis dasselbe. Ihr braucht keine 2 Sauger. Wenn ihr oben mit dem Y-Adapter arbeitet, dann habt ihr ein echt gutes Absaugergebnis, was fast hier rankommen wird an das mit 2 Saugern und das wäre auch meine Empfehlung. Ja? Aber es ist auch immer noch so, wenn wir jetzt uns das anschauen, wir haben hier relativ große Stücke, auch ein paar rausgerissen, aber wenn ihr euch das anschaut, das hier ist natürlich mehr, ja? In Summe ist es ein bisschen mehr als auf der anderen Seite, aber es ist auch nicht gravierend. Wir sehen immer noch, wir haben hier ein extrem gutes Absaugergebnis. Und jetzt komme ich auch am Ende jetzt zum Ende oder zum Schluss oder zum Fazit. Erst einmal ist das hier ein großer Wurf gegenüber der GTS 10 XC, absolut. Lohnt es sich, vielleicht auch von der Säge auf die hier zu wechseln? Aus meiner Sicht absolut. Wenn du häufiger mit der Säge arbeitest, wenn es nur ab und zu mal ist, dann behalte sie, dann macht sie ihm noch einen guten Dienst. Wenn du es häufig machst, dann ist es so, dass der Geschwindigkeitsvorteil, den du hier hast, durch den Parallelanschlag, durch das bessere Ablesen und so weiter und so fort, wirklich enorm ist und es macht einfach mehr Spaß, mit der Säge zu sägen. Haben sie alles richtig gemacht? Ich finde schon. Ich freue mich auf eure Kommentare. Denkt an das Gewinnspiel, ja? Jeder Kommentar zählt natürlich. Sollte ich was vergessen haben, schreibt es gerne auch unten in die Kommentare und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.